Hi, hier bin ich wieder, Luciano von eBakery. Wir werden zusammen eine Werbeanzeige erstellen und werden etwas näher auf die Targetierung eingehen. Wir werden zum Beispiel darüber sprechen, was ist eine CBO, was ist eine ABO. Wir werden eine Targetierung so vornehmen, dass sie Zielgruppenüberschneidung verhindert. Was ist Zielgruppenüberschneidung? Darauf gehen wir auch noch ein. Und natürlich ist das Ziel, dass eure Werbung in dem Sinne hat, immer übergeordnet. Also seid ihr ein regionaler Verkauf oder verkauft ihr regional etwas, weil ihr vielleicht einen Local Store habt, solltet ihr natürlich Lokalwerbung schalten, vorausgesetzt man möchte Kunden. Ist das natürlich etwas, das online passiert, und ist es natürlich nicht ortsgebunden. Wichtig spielt auch eine große Rolle, wer ist sprachlich gesehen meine Zielgruppe. Es kann ja sein, dass man nicht unbedingt deutsche Personen mit dem anspricht, was man verkauft, wenn man vielleicht exotische Lebensmittel oder exotische Kleidung verkauft. Deswegen ist Facebook ja so toll, man hat so viele Möglichkeiten, die Targetierung vorzunehmen. Also würde ich sagen, kommt mit, ich zeige euch, wie das geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video geht Luciano, wie bereits angesprochen, detaillierter auf die Targetierung ein. Also den Vorgang, der bestimmt, wen eure Anzeige erreicht. Wählt ihr beispielsweise zwei Interessenfelder, wie zwei Fashion Brands als Interessenfeld aus, deren Zielgruppe sich allerdings überschneidet, dann kann mit der falschen Einstellung hier richtig Geld verbrannt werden, da die Anzeige für beide Interessenfelder zweimal an ein und dieselbe Person ausgespielt wird, die vorher jedoch schon kein Interesse an eurem Produkt hatte. Damit euch genau das jedoch nicht passiert, klärt euch Luciano auf, worauf zu achten ist, um das zu vermeiden. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber das Wort wieder ab an Luciano. Willkommen zurück im Business Manager. Lasst uns starten. Ich würde gerne mit der Frage beginnen, was ist eine ABO, was ist eine CBO? Denn das ist am allerschnellsten erklärt. Das ist eine ziemlich coole Funktion, die es erst seit ein paar Jahren bei Facebook gibt. Und hierzu erstellen wir einfach ganz kurz eine Kampagne und ich erkläre euch dann, was Sinn und Zweck eine CBO und eine ABO ist. Übrigens, falls ihr euch erinnern könnt, hier bitte immer manuelle Konfiguration wählen. Das liegt ganz einfach daran, diese Version ist eine etwas abgespecktere Version. Man kennt das von Google, dort möchte man ja meistens bei einer Search-Kampagne auch mehrere Optionen haben. Und deswegen wählen wir hier manuelle Konfiguration, um einfach ein paar Optionen mehr zu haben. So, wenn wir eine Kampagne erstellt haben, finden wir diesen Button hier, also beziehungsweise ja, diesen Button hier. Das ist ein bisschen kompliziert hier erklärt und auf Englisch, aber das macht nichts, wir sind ja der Sprache mächtig. Lasst uns darüber reden, was ist eine CBO, was ist eine ABO. Eine CBO ist eine Campaign Budget Optimization. Das bedeutet so viel wie, habt ihr mehrere Anzeigengruppen. Wir schreiben hier mal ganz kurz rein, Targetierung, das heißt männlich, weiblich, Ort etc. Und auf dieser Ebene, falls ihr euch erinnert, wird entschieden, welches Bild, welches Video. So, wenn wir jetzt also bei der Anzeigengruppe, wenn wir mehrere Anzeigengruppen haben, weil wir die jetzt duplizieren, übrigens auf diese Art mache ich am liebsten die AB-Tests, dann haben wir jetzt mehrere Anzeigengruppen. Übrigens kopiert sich natürlich immer die
Werbeanzeige mit, beziehungsweise die Anzeige gruppieren sich immer mit, wenn ihr das übergeordnete Ziel, gilt genauso für eine Kampagne, wenn ich die Kampagne jetzt dupliziere, dupliziert sich alles, was darunter steckt, mit, wie bei einer Karteikarte, in der eine Karteikarte steckt. Nur so viel zum Thema. Okay, weiter im Text. Was ist eine CBO? Campaign Budget Optimization. Das bedeutet so viel wie, wir haben jetzt hier eine Kampagne, die für Umsatz sorgen soll. Hier wird die Targetierung festgelegt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel männlich, weiblich, ja, wir haben hier das Alter von 18 bis 30 gewählt und wir haben in dieser Anzeigengruppe 30 bis 65 gewählt, Entschuldigung, 65, und in dieser haben wir einfach es vielleicht auf einen Ort beschränkt, der Berlin ist, um einfach mal zu schauen, wie, wo, welche Anzeige, welches Creative, wie funktioniert es am besten. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich gerne die dynamische Anzeigengestaltung benutze, bei der ihr 10 Creatives Facebook zur Verfügung stellen könnt und diese dann innerhalb der Anzeigengruppe, also das bedeutet hier auf dieser Ebene, gegeneinander getestet wird. Und weiter im Text. Noch einmal, was ist eine CBO? Es tut mir leid, dass ich so viel drumherum rede. Die Sache ist, ich möchte nur gern, dass ihr das versteht. CBO, was ist das? Ganz einfach. Ihr habt in der Kampagne, wenn ihr eine CBO in der Kampagne, sprich diese Option hier wählt, habt ihr für die ganze Kampagne ein Budget. Facebook wählt pro Anzeigengruppe 20 €, deswegen sind es hier 60. Und würde das Budget auf die stärkste Anzeigengruppe auslagern. Das ist eine CBO. Wenn man diese Option abschaltet, dann ist die Kampagne eine ABO. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn nun besser, was möchte ich benutzen? Ich persönlich während der Testphase möchte ja gern wissen, wie schneiden die Anzeigengruppen mit den Parametern, die ich eingestellt habe, wie schneiden sie ab, wenn ich ihnen dasselbe Geld zur Verfügung gebe. Das mag vielleicht in der Hinsicht eine Verschwendung sein, weil ich ja dann am Ende einen Gewinner habe und würde diesen danach fördern. Dann kann ich das ja gleich mit einer CBO machen. Aber das hat wiederum den Nachteil, dass ihr nicht genau wisst, nach welchen, oder ihr könnt nicht ganz kontrollieren, wie Facebook denn die Anzeige wonach bewertet, weil vielleicht mehr Leute draufgeklickt haben, obwohl sie vielleicht doch kein Interesse daran haben. Also um die Kontrolle zu behalten beim Testen, würde ich eine CBO nicht zwingend verwenden. So viel sei dazu gesagt. Dementsprechend können wir sagen, eine ABO ist eben genau das Gegenteil von einer CBO, sprich wenn diese Option abgeschaltet ist. Übrigens, wenn ihr diese Option einschaltet oder abschaltet und die Kampagne veröffentlicht, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen. Dann müsst ihr die Kampagne duplizieren, bevor sie veröffentlicht ist, könnt es abschalten oder jeweils einschalten und müsst sie dann nochmal veröffentlichen. Da wir das nun geklärt haben, kommen wir zur Zielgruppenüberschneidung. Nun, wenn ihr eure Zielgruppe festlegt, sprich Standort, Alter, Geschlecht und das Interessenfeld, das findet ihr hier. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, Advantage Detail Targeting abschalten. Warum? Weil wir die Kontrolle darüber behalten wollen, was wir testen. Weiter im Text. Zielgruppenüberschneidung. Stellen wir uns für eine Sekunde vor, wir haben als Zielgruppe Personen aus dem Fashion-Bereich. Dann wäre es von Vorteil, schreiben wir einfach mal Fashion hin. Gut, die Vorschläge, die hierbei kommen, sind nicht so toll, also strengen wir unseren Kopf an und kommen auf die Idee, dass wir vielleicht Personen, die sich auch für Zalando interessieren, weil wir selbst ja einen Fashion-Bereich anvisieren. Genau, dann wählen wir hier Zalando. Und wenn wir in einer anderen Anzeigengruppe jetzt About You wählen würden, gibt es jetzt folgende Diskrepanz. Und zwar, Personen, die sich für About You interessieren sich eventuell auch für Zalando. Und umgekehrt. Jetzt ist die Sache, dass Facebook-Werbung eine
Auktion darstellen. Das ist ja kein Geheimnis. Und das bedeutet, dass hier drin sehr viele Leute sein werden, die auch Interesse bei About You haben. Dies bedeutet, dass du eventuell zweimal auf dieselben Personen bietest. Wenn jetzt noch zufälligerweise die Person an deinem Angebot überhaupt kein Interesse hat, dann verbrennst du dabei richtig Geld. Und das wiederum muss nicht sein. Deswegen wäre es von Vorteil, an dieser Stelle die Option Ausschließen zu verwenden und hierbei Zalando zu wählen. Und jetzt passt auf, was passiert. Hier steht geschätzte Zielgruppengröße 13,6 Millionen bis 16,1 Millionen. Wenn wir jetzt Zalando ausschließen, verringert sich diese Zielgruppe. Und alle Personen, die sich überschnitten hätten, die sind nun hierbei ausgenommen. Das gleiche umgekehrt sollten wir hier tun, deswegen die Option Ausschließen benutzen. About You. Zielgruppe verringert sich. Sinn und Zweck ist es hierbei, kein Geld zu verbrennen, logischerweise. Macht für den Anfang schon Sinn, gerade wenn ihr euer Budget natürlich zielorientiert verwenden wollt. Wenn ihr die Zielgruppenüberschneidung detaillierter sehen wollt, dann schlage ich Folgendes vor. Geht auf das Bürgermenü, Zielgruppen. Also entweder könnt ihr im Werbeanzeigenmanager die Zielgruppe speichern, dort wo ihr sie angelegt habt, wo wir eben waren. Oder ihr erstellt sie hier nochmal neu. Oder wie gesagt, ihr habt sie gespeichert, dann findet ihr sie hier in einer Liste. Wir erstellen sie jetzt einfach mal ganz schnell neu. War jetzt nicht so kompliziert. 18 bis 65, alle Geschlechter. Und wir nehmen hier wieder Zalando. Vergessen. Die Zielgruppe, das ist die Zalando-Zielgruppe. Genau. Und eine weitere Zielgruppe, die sich About You nennt. So, natürlich müssen wir auch About You hier reinholen als Interesse. Zielgruppe speichern. Und nun könnt ihr beide Zielgruppen gegeneinander anzeigen lassen. Wir sehen hier, wenn wir Zalando mit About You vergleichen, überschneidet Zalando mit About You bei 4 Millionen Personen, also 47%. Umgekehrt ist es natürlich wichtig auch About You an erste Stelle zu setzen und zu gucken, wie weit überschneidet About You mit Zalando. Hierbei eine kleine Randnotiz: solltet ihr unter 20% liegen, ist es eigentlich zu vernachlässigen und ihr könnt die Zielgruppenüberschneidung theoretisch vernachlässigen. Es empfiehlt sich dennoch immer, eine gleiche Zielgruppe, die ihr vielleicht gegeneinander testen wollt, auszuschließen. Wie gesagt, unter 20% ist immer noch okay. Ihr müsst wissen, mit dem Budget, das ihr am Anfang benutzt zum Testen, erreicht ihr keine 8,7 Millionen Leute. Es geht um einen Test. Die 8,7 werdet ihr gar nicht abarbeiten, also ist ein wenig Puffer schon okay. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einen kleinen weiteren Tipp geben. Wenn ihr Zielgruppen gegeneinander testet, dann könnt ihr die Interessenfelder stacken. Das bedeutet, einfaches Beispiel. Ihr wollt Personen, die sich für Zalando interessieren, demnach wahrscheinlich Fashion, aber eigentlich eher so nur die Schuhrichtung, dann grenzen wir die Zielgruppe ein und das bedeutet so viel wie: diese Zielgruppe von Zalando muss sich ebenso interessieren für Schuhe. Oder an dieser Stelle kann man auch eine Schuhmarke wählen und wir können das Spielchen bis so weit runter spielen, bis wir auf 1000 Personen kommen. Aber das ergibt natürlich keinen Sinn. Es geht nur darum, eine Zielgruppe viel konzentrierter zu erwischen. Das bedeutet, möchtet ihr zum Beispiel Personen, die sich für Videospiele interessieren und ihr möchtet aber speziell nur die Leute für Fortnite, weil ihr seid ein Entwicklerstudio, das ein
oder sagen wir, ihr seid ein POD-Shop, die speziell für Videospiele Shirts entwickeln, dann könnt ihr natürlich Videospiele und dann darunter segmentieren, wie tief die Zielgruppe definiert werden soll, dass es eben speziell auf das, was ihr da verkauft, eventuell zutrifft. Hier drüben könnt ihr dann beobachten, wie die Zielgruppe nach unten geht. Ihr solltet natürlich irgendwo ein wenig Zielgruppengröße übrig lassen. Und wichtig ist, dass ihr versteht, dass Facebook eine Auktion ist. Und je besser ihr eure Zielgruppe definiert, desto spezieller sie vielleicht ist, soweit euer Produkt darauf natürlich ausgelegt ist, desto höher sind die Chancen, dass ihr eventuell bei der Auktion einen günstigeren Preis habt. Das zeichnet sich wieder beim CPM, CPA, CPC, die Metriken, die ihr vom letzten Mal noch kennt. Die CTR ist dadurch wenig bedingt betroffen, denn die konzentriert sich eher auf Dinge wie eure Copy oder das Creative. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und viel Erfolg mit euren Facebook-Ads. Bitte meldet euch bei eBakery, wenn ihr Hilfe braucht oder eine Agentur an eurer Seite haben wollt, die euch hilft. Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Dem habe ich auch nicht mehr allzu viel hinzuzufügen, da alles Relevante bereits genannt und veranschaulicht wurde. Stattdessen gebe ich euch nur noch den Hinweis, dass wir oben rechts für euch die entsprechende eBakery Landingpage verlinkt haben. Schaut euch gerne um, was unsere Leistungen betrifft und vereinbart einen Termin. Wir betreuen eure Ads, euer SEO und alles weitere im Bereich Online-Marketing. Sollte euch jedoch das kostenlose Lernangebot ausreichen, könnt ihr natürlich auch den eBakery YouTube-Kanal abonnieren und werdet somit informiert, wenn es wieder was Neues gibt. In diesem Sinne, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.